Hallo und herzlich willkommen bei POD Automation. In diesem dritten und letzten Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Designs von MBA auf KDP übertragen könnt. Wenn ihr die ersten beiden Videos noch nicht geschaut habt, holt es bitte nach. Für die Grundverständnis sind die ersten beiden Videos wichtig. Ich verlinke die hier nochmal in den Shownotes, so dass man die problemlos nachholen kann. Ja, was haben wir bisher gemacht? Wir haben in dem ersten Beispiel gesehen, wie man mit einem Inlay und vielen Covers leicht bei KDP hochladen kann. Wir haben uns dann angeschaut, wie man Cover skalieren kann. Und ja, wie gesagt, im dritten Video möchte ich euch jetzt mal zeigen, was man mit den MBA-Designs machen kann. Wir gehen jetzt hier also mal rein. Wir haben die gleiche bekannte Ordnerstruktur. Hier ist das Inlay drin. Wir haben hier das Cover, was wir jetzt gleich erstellen wollen. Und im Listing, das habe ich mir auch übertragen, ist das Listing des Reisetagebuchs. So, und dann gehe ich mal in meinen MBA-Account. Wir wollen jetzt also mal schauen, wie viele Designs ich hier habe, die Reisen entsprechen. Also nur Live-Produkte, damit sie nicht doppelt kommen, nehme ich nur die Standard-Shirts. Dann gehen wir mal ein bisschen rüber und nehmen nur den deutschen Marktplatz. So. Und dann gebe ich in den Titel einfach mal Reise ein. Es werden bei mir jetzt nicht so viele sein. Ich bin hauptsächlich auf dem amerikanischen Markt unterwegs. Ein paar werden wir schon haben. Na? Also markiere ich mir die alle hier. Und dann lade ich mir die runter über Products with Designs. Klicke ich drauf. Erstellt der Produktor mir wieder eine Excel und eine ZIP-Datei. Speichern wir uns. So, unter Download finden wir die jetzt. Die Excel ist uns in diesem Fall jetzt mal egal. Wir wollen nur die Designs haben. Also die ZIP-Datei, die kopiere ich mir. Gehe in mein Beispiel ins Cover rein und lege mir die erstmal da rein. So, dann entpacken wir uns die. Naja, 5 Stück sind es, nicht allzu viel, aber ist ja nur ein Beispiel. So, ich gehe jetzt mit diesen 5 Designs in die Ninja Automation. Da gibt es hier eine sogenannte Drop Zone. Die mache ich mir mal auf. Gehe nochmal hier rein und hole mir diese 5 Designs und schiebe die in die Drop Zone. Kann ich danach zumachen. So, jetzt haben wir diese Designs hier in der Ninja Automation drin und wir können jetzt mit Hilfe der Ninja Automation die Designs umwandeln. Dazu markiere ich mir alle, gehe in den Image Converter. Jetzt müssen wir ein paar Sachen einstellen. Und zwar möchte ich gerne einen schwarzen Hintergrund haben. Weiße Schrift. Na, so. Dann ist die Größe des Inlays 6×9 und wir haben mit Impressum 110 Seiten und wir haben noch das Reisetagebuch, also schreibe ich hier mein Reisetagebuch. So, jetzt können wir das, was wir hier eingetragen haben, auf alle anderen übertragen, mit diesem Plus hier und diesem Plus hier. Jetzt steht bei allen das gleiche und wir drücken jetzt nur noch diesen KDP-Button. Und dann wandelt die Ninja Automation die Designs, die PNGs in PDFs und auch nochmal in PNGs um. Sobald hier dann ein Pfad auftaucht, jetzt sieht man es schon, wurden diese Designs also erstellt. So, jetzt sind wir hier eigentlich schon fertig, gehen wir rüber und schauen nach. Aha, hat also jetzt einen PNG erstellt, das interessiert uns nicht besonders, aber uns interessiert hier die PDF-Datei. Schauen wir in eine rein. Hat also jetzt das Design genommen, hat es auf das schwarze Cover gepackt und hat auf dem Buchrücken mein Reisetagebuch geschrieben. Das ist ganz wichtig, weil KDP braucht den Titel, den man dann eingibt, auch auf dem Cover. Im Design ist es der Text egal, aber es muss irgendwo, wenn ich jetzt mein Reisetagebuch schreibe, mein Reisetagebuch auch auf dem Cover stehen. Deswegen ist der Buchrücken hier ein geeigneter Ort. So, also nehme ich jetzt diese 5 PDFs und schiebe die in den Upload-Ordner.
Den Rest kennt ihr jetzt schon. Ich gehe also ins Listing. Das ist alles wie gehabt. Ja, also hier mein Reisetagebuch ist der Titel und ansonsten ist alles wie in dem anderen Beispiel. Ich gehe also auf Add-ins, auf Ninja KDP, er erstellt mir die NRKDP-Datei und diese kann ich jetzt in die Ninja Automation laden. Also gehe ich rüber in den KDP-View, Import Excel. Ich mal kurz gucken, wo wir hier sind. So, drittes Beispiel, Listing, da ist die NRKDP-Datei. Laden die hier rein und hier sieht man schon, tauchen die Cover auf. Das Inlay wird gefunden und ich könnte die jetzt ganz einfach bei KDP hochladen. Ja, relativ simpel, mit wenigen Klicks kriegt man also ergänzende Cover für seine Inlays direkt von MBA, vorausgesetzt man hat Designs dafür. Ist aber mit wenigen Handgriffen schnell gemacht und naja, bei meinem Beispiel waren das jetzt 5, aber das geht natürlich auch mit 20, 30 oder noch mehr. Ja, weiteres Beispiel, was ich ganz gerne mache, wäre zum Beispiel der Kalender. Den gibt es ja bei All-In-Books zum Beispiel auch kostenlos, den für 21 und da könnte man eigentlich über die ganzen Nischen skalieren. Man nimmt sich also das Kalender-Inlay und geht dann in die Fußballnische und sagt dann Kalender für Fußballer und Kalender für Tennisspieler und so weiter und nimmt dann seine ganzen MBA-Designs und ja, kann so relativ viele Kalender erstellen, die in die entsprechenden Nischen passen. Dann wollte ich nochmal auf eine Sache eingehen. Im zweiten Video hatte ich gezeigt, wie man bis zu 300 Cover erstellt. Da möchte ich, damit keine Missverständnisse entstehen, natürlich klarstellen, ich erstelle nicht 300 Cover pro Inlay. Ich erstelle ungefähr 10 bis 20 Cover pro Inlay und wenn die Nische gut läuft, auch mal mehr. Und die Skalierung mache ich meistens dann über Cover, die gut laufen. Beispiel des Reisetagebuchs, wenn ich jetzt also ein Reisetagebuch hätte, wo sich das Cover sehr gut verkauft, dann skaliere ich da mal, weil ich weiß, das hat Potenzial. Oder ich mache es ganz anders, ich mache gar nicht verschiedene Cover, sondern ich erstelle ein Cover, was relativ aufwendig ist, was dann auch richtig schick ist und dieses skaliere ich dann von Anfang an. Aber dann auch nicht über 50 Länder, sondern ich nehme meist nur so die Top 10 und gucke dann erstmal, ob das funktioniert. Genau. Jetzt wollen wir nochmal schauen, was gibt es alles zu dem Tool dazu. Ihr kriegt also eine fertige Ordnerstruktur, so wie ich sie euch vorgegeben habe, in Form einer ZIP-Datei. Dort habe ich euch ein Beispiel-Inlay schon reingelegt, den Wochenplaner. Den könnt ihr gerne dann kostenlos benutzen mit. Es gibt ein Cover-Template von Inkscape, da sind einfach nur die Abmessungen drin. Das vereinfacht euch aber die Erstellung von Covers. Und macht das jetzt auf? Ich denke gleich. Dann habe ich ein Testcover, das ist ein ganz einfaches Cover. Einfach nur, damit ihr das ganze Tool mal testen könnt. Hier haben wir es. Also ich habe hier die Vorlage genommen, ich habe Hilfslinien, das jetzt nur als Beispiel, man kann es dann rausnehmen und hier drin sein Cover erstellen und weiß gleich, wo die Grenzen der Bearbeitung sind. Genau, das gilt für 6 x 9 und 110 Seiten, so wie das eigentlich bei mir Standard ist. Schauen wir uns auch mal an. Das ist wirklich nur ein Beispiel, ne? Das sollt ihr jetzt nicht unbedingt hochladen, sondern einfach, damit ihr das Tool, wenn ihr es dann habt, mal in Ruhe testen könnt. So. Zu dem Wochenplaner ist auch das Inlay dabei, also das könnt ihr voll nutzen und natürlich das Template-Listing, was ihr jetzt schon gesehen habt. Des Weiteren kriegt ihr, wenn ihr das Tool kauft, dauerhaft 20% Rabatt bei All-In-Books. So könnt ihr dann super mit KDP starten, euch immer wieder Bücher runterladen, wenn ihr wollt.
Genau. Im Übrigen sind auch alle bisherigen Listings und alle zukünftigen Listings von All-in-Books mit diesem KDP-Tool kompatibel. Also wenn ihr schon Bücher von All-in-Books haben solltet, könnt ihr auch die einfach mit diesem Tool hochladen. Und als letzten Bonus gebe ich noch 20% Rabatt auf das Tool selbst für die ersten 20 Käufer. Also sind 20 Gutscheine hinterlegt und ja, also da lohnt sich schnell sein. Wenn die 20 Gutscheine weg sind, dann ist auch der Code nicht mehr aktiv. Ja, wo gibt es die Tools? Das kennt ihr über die bekannte Adresse www.pod-automation. Die Seite, die ihr kennt, der KDP-Lister ist jetzt hier noch im Aufbau. Beim Release wird er hier verfügbar sein. Und ja, dann gibt es hier einen Link direkt zu Digistore24 und dort könnt ihr dann auch den Gutscheincode eingeben. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne in die Kommentare oder schreibt in die Facebook-Gruppe. Ich bin gespannt, was ihr von dem Tool haltet. Gebt mir gerne Feedback. Bin immer für Verbesserungen und auch ja, Kritik offen. Und ich wünsche euch maximale Sales und viel Spaß mit dem KDP-Tool.